Wir haben gemeinsam mit Sixpack ein Cockpit für die integrierte Kabelführung entwickelt. Die besondere Kombination aus Vorbau und Spacern sorgt für einen super cleanen Look. Wie du dieses Cockpit an deinem Bike verbaust, zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Marian von Acros. Den Sixpack-Vorbau kannst du mit jedem beliebigen ZS56 Oberteil für die integrierte Kabelführung verbauen. So kannst du beispielsweise von unserem Open-Mode-Deckel auf den Sixpack ICR-Vorbau umrüsten. Für die Montage deines ICR-Vorbaus benötigst du die passenden Torx- und Imbusschlüssel, Reinigungsequipment, neues Steuersatzfett, eine Bautenzugzange, Zubehör für die Züge sowie Werkzeug und die passenden Bauteile für die hydraulischen Leitungen. Der Umbau gelingt dir am besten, wenn das Bike so im Montageständer fixiert ist, dass der Vorderreifen auf dem Boden steht. Im ersten Schritt entfernst du die Vorderradbremse von deinem Lenker und dann entfernst du alle Kabel, die durch den Steuersatz verlaufen, von ihren Hebeln. Im zweiten Schritt entfernen wir die Topcap, den Vorbau und den Lenker. Dann entfernen wir die runden Spacer, ziehen die Gummiplugs nach oben von den Leitungen ab und entfernen dann noch den Steuersatzdeckel. Im nächsten Schritt hebst du den Rahmen leicht an, drückst ihn dann wieder etwas hinunter, damit der Zentrierring aus dem Steuersatz herausspringt. Entferne die IPS-Dichtung, reinige gegebenenfalls die Lager und fette sie dann erneut ein. Für den Einbau achtest du darauf, dass deine Gabel vollständig im unteren Lager montiert ist. Lege die IPS-Dichtung auf das obere Lager und montiere dann den Zentrierring und achte darauf, dass die Kabel durch die dafür vorgesehenen Aussparungen verlaufen. Bevor wir den neuen Steuersatzdeckel montieren, achte darauf, dass die zwei Löcher des Zentrierrings in Fahrtrichtung zeigen. Jetzt montierst du den Steuersatzdeckel, indem du die Pins in die dafür vorgesehenen Löcher des Zentrierrings steckst. Dann montierst du die beliebige Anzahl an Spacern, stecke das Topcover mit dem Pin nach unten auf den Gabelschaft und verankere es in den Spacern. Bevor du die Leitung durch den Gummiplug steckst, achtest du darauf, dass die Kerbe nach unten zeigt und später so im Topcover verankert wird. Der Gummiplug hat insgesamt 4 Löcher für die Durchführung der Leitungen. Die beiden äußeren Löcher sind dabei für die Bremsleitung vorgesehen. Jetzt durchstichst du mit der ersten Leitung das entsprechend große Loch des Gummiplugs und dann siehst du, dass der Gummi sich perfekt an der Leitung anschmiegt und deinen Steuersatz vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Der Gummiplug wird durch den Vorbau fixiert. Achte darauf, dass die Bauteile bündig ineinander sitzen. Achte darauf, bevor du die Topcap montierst, dass die Überstandshöhe des Vorbaus mindestens 3 mm beträgt. Jetzt montierst du deinen Lenker an deinem Vorbau. Alle Schrauben werden mit 6 Nm angezogen. Achte darauf, dass die Lenkerklemmung an den oberen beiden Punkten ohne Lücke montiert wird. Dein Cockpit wird vollendet, indem du die hydraulischen Leitungen und Züge nach der Herstellerangabe wieder in den Hebeln montierst. Dadurch, dass die Spacer zweigeteilt sind, kannst du die Cockpithöhe auch im Nachhinein immer noch anpassen. Im letzten Schritt
musst du das Spiel deines Steuersatzes einstellen. Wie das Ganze funktioniert, findest du in diesem Video. Und eine Serviceanleitung für deinen Steuersatz findest du hier.